Von 2770 Kubikmetern Wasser pro Sekunde, die im Mittellauf des Nils fließen, erreichen heute nur noch 140 Kubikmeter das Mittelmeer. Der Rest verschwindet nicht durch Verdunstung in der Sahara, er wird systematisch abgezweigt, bevor er das Meer erreicht. Und genau das ist das Problem. Der längste Fluss der Erde, der durch die heißeste Wüste der Welt fließt, kämpft nicht gegen die Hitze, sondern gegen etwas völlig anderes. Über 100 Millionen Menschen drängen sich in einem nur 15 bis 20 Kilometer breiten grünen Streifen. Daneben Sand, in dem oft weniger als 25 Millimeter Regen pro Jahr fallen. Du blickst auf eine Satellitenaufnahme Ägyptens und du siehst eine einzige dünne grüne Linie, die durch ein endloses ockerfarbenes Nichts schneidet. 6.650 bis 6.671 Kilometer lang, je nach Messung der längste oder zweitlängste Fluss der Erde. Er durchquert die hyperaride Sahara, eines der lebensfeindlichsten Klimagebiete des Planeten, in dem es Sommer mit Bodentemperaturen jenseits der 60 Grad Celsius gibt. Trotzdem führt der Nil ganzjährig Wasser. Mehr als 95% der ägyptischen Bevölkerung hängen vollständig von ihm ab. Ihre Felder, ihr Trinkwasser, ihre Städte. Willkommen beim Kern der Dinge. Die Antwort liegt nicht in der Wüste selbst. Sie liegt tausende Kilometer südlich in Regionen, die die meisten Ägypter nie zu Gesicht bekommen werden. Dort, wo die Jahresniederschläge stellenweise 1500 mm überschreiten, während in Kairo gerade einmal 25 mm fallen. Die Frage ist, wo genau beginnt das Wasser, das eine ganze Zivilisation trägt? Das Einzugsgebiet des Nils umfasst rund 2,87 Millionen Quadratkilometer, etwa 8-mal die Fläche Deutschlands. Es spannt sich über 11 Staaten, von Burundi und Ruanda im Süden über Tansania, Uganda und den Südsudan bis hinauf nach Äthiopien. Genau hier, in diesem riesigen tropischen Raum, fällt der Regen, der später durch die Sahara fließt. Das System besteht aus zwei sehr unterschiedlichen Adern. Der Weiße Nil entspringt in der Region um den Viktoriasee, durchquert ausgedehnte Sumpfgebiete wie das Sud im Südsudan und liefert das ganze Jahr über eine relativ gleichmäßige Abflussmenge. Er ist der Konstantgeber, der dafür sorgt, dass der Fluss in der Trockenzeit nicht versiegt. Der Blaue Nil dagegen entspringt am äthiopischen Tana-See in über 1800 Metern Höhe und verhält sich völlig anders. Während der sommerlichen Monsunzeit zwischen Juni und September stürzen sich gewaltige Wassermassen vom äthiopischen Hochland herab. In diesen 4 Monaten liefert allein der Blaue Nil 80 bis 85% der gesamten Jahreswasserführung und nahezu den kompletten Sedimenteintrag. Jene fruchtbare Schlammfracht, die die Felder Ägyptens seit Jahrtausenden ernährt. Die beiden Flüsse treffen sich in Khartoum, der sudanesischen Hauptstadt, und vereinigen sich dort zu jenem einzigen Strom, der dann nach Norden zieht. An dieser Stelle, wo das blaue und das weiße Wasser aufeinandertreffen, lässt sich die unterschiedliche Färbung oft noch kilometerweit flussabwärts erkennen. Der Weiße Nil garantiert die Existenz, der Blaue Nil garantiert den Reichtum. Erst ihre Kombination macht das eigentliche Wunder möglich. Einen Fluss, der gleichzeitig zuverlässig und gewaltig ist. Aber wie viel von diesem Wasser kommt am Ende tatsächlich durch die Wüste? Die Rechnung scheint zunächst aufzugehen. Im Mittellauf, kurz nach dem Zusammenfluss bei Khartoum, transportiert der Nil im Jahresdurchschnitt etwa 2770 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Die gesamte jährliche Abflussmenge beträgt geschätzte 84 Milliarden Kubikmeter, eine astronomische Summe für einen Wüstenfluss. Doch dann beginnt der Entzug. Nach dem Nilwasserabkommen von 1959 wurden 55,5 Milliarden Kubikmeter Ägypten zugesprochen und 18,5 Milliarden Kubikmeter dem Sudan. Andere Anrainerstaaten gingen damals leer aus, eine Aufteilung, die bis heute geopolitischer Sprengstoff ist. Unter rein natürlichen Bedingungen würden rund 1250 Kubikmeter pro Sekunde das Nildelta erreichen. Heute sind es nur noch etwa 140 Kubikmeter pro Sekunde. Mehr als 90% des ursprünglichen Wassers verschwinden also, bevor der Fluss das Mittelmeer berührt, aufgesogen von Baumwollfeldern, Reisplantagen, Trinkwasserleitungen und Industrie. Aber es gab noch ein zusätzliches Problem, das niemand vollständig vorhergesehen hatte. Hinter dem Assuan-Hochdamm staut sich seit 1970 der Nassersee, ein künstliches Gewässer von rund 500 Kilometern Länge mitten in der Wüste. Bei Lufttemperaturen, die im Sommer regelmäßig 45 Grad Celsius überschreiten, verdunsten an seiner Oberfläche jedes Jahr zwischen 10 und 16 Milliarden Kubikmeter Wasser, eine Menge, die in etwa dem gesamten Trinkwasserverbrauch Deutschlands über mehrere Jahre entspricht. Der Damm, der die Nilflut bändigen sollte,
ist gleichzeitig der größte Wasservernichter des Systems geworden. Die Bilanz ist also doppelt belastet. Was die Bewässerung nicht entnimmt, frisst die Sonne über dem Stausee. Was bedeutet diese extreme Ausbeutung für eine Region, deren Geschichte komplett vom Wasser geschrieben wurde? Im alten Ägypten, lange bevor Pumpen, Kanäle aus Beton oder Staudämme existierten, ermöglichte allein die jährliche Nilflut die Bewässerung von rund 30.000 Quadratkilometern Anbaufläche im Niltal und im Delta. Jeden Sommer, pünktlich mit dem äthiopischen Monsun, stieg der Fluss um mehrere Meter, überschwemmte die Felder, hinterließ Schlamm und zog sich wieder zurück. Diese Regelmäßigkeit war so präzise, dass die ägyptischen Priester den Beginn der Flut mit dem heliakischen Aufgang des Sterns Sirius verknüpften und so den Kalender erfanden. Eine der ersten Hochkulturen der Menschheit entstand exakt dort, wo es eigentlich keine Kultur geben dürfte. Drumherum lag eine Sahara, die schon vor 5000 Jahren praktisch unbewohnbar war. Doch die Flut hatte auch eine dunkle Seite. Mal kam sie zu schwach, dann brachen Hungersnöte aus. Mal kam sie zu stark, dann ertranken Dörfer. 1970 setzte der Assuan-Hochdamm dieser Unberechenbarkeit ein Ende. Er glättete die extremen saisonalen Schwankungen, die das Land seit Jahrtausenden geprägt hatten. Die Ernten wurden planbar, Strom floss ins Netz, aber der natürliche Schlammeintrag in die Felder hörte schlagartig auf. Bauern müssen seitdem mit Kunstdünger nachhelfen, wo der Fluss früher selbst arbeitete. Und nun kommt eine neue Variable ins Spiel, die jenseits aller menschlichen Kontrolle liegt. Klimaprojektionen zeigen, dass 50–60% des gesamten Nilabflusses direkt von den Niederschlägen über dem äthiopischen Hochland abhängen. Verschiebt sich dort der Monsun durch Erwärmung, durch veränderte Meeresströmungen, durch das Schmelzen entfernter Eisflächen, verschiebt sich alles. Die jahrtausendealte Balance steht zum ersten Mal in der Geschichte ernsthaft auf dem Spiel. Und genau hier kippt die Geschichte. Das äthiopische Hochland, jahrhundertelang als entlegene Bergregion betrachtet, wird zum geopolitischen Zentrum des nordöstlichen Afrika. Wer dort über Wasser entscheidet, etwa durch Großstaudämme wie den Grand Ethiopian Renaissance Dam am Blauen Nil, entscheidet indirekt über das Schicksal Kairos. Jede Verschiebung der Monsunmuster über Äthiopien, jede zusätzliche Verdunstung in neuen Reservoirs, jeder politische Streit um Wasserrechte trifft direkt mehr als 100 Millionen Menschen im flussabwärts gelegenen Ägypten. Der Nil überlebt die Sahara nicht aus eigener Kraft. Er überlebt durch ein extrem fragiles Gleichgewicht zwischen tropischen Regenzonen, geologischen Zufällen und menschlicher Kontrolle. Ein Gleichgewicht, das in den vergangenen 60 Jahren stärker verändert wurde als in den vorangegangenen 6000. Moderne Staudammprojekte, wachsende Bevölkerungen entlang aller Anrainerstaaten und ein sich verändernder Monsun krempeln das System fundamental um. Die Frage ist nicht mehr, ob diese Lebensader unter Druck gerät. Die Frage ist, wie lange das Wunder noch trägt. Der Nil trocknet nicht aus, weil er die Wüste nie wirklich durchquert, er bringt Afrika mit sich. In jedem Kubikmeter, der durch Assuan strömt, steckt der Regen Äthiopiens, das Sumpfwasser Ugandas, der Tau der Berge Burundis. Tausende Kilometer entfernt speisen Monsune und tropische Seen ein unsichtbares Lebensadernetzwerk, von dem die Menschen in Kairo, Luxor und Alexandria abhängen, ohne es je zu sehen. Du blickst noch einmal auf jene dünne grüne Linie im Satellitenbild. Sie ist robust genug, um Pharaonen, Römer und Osmanen zu überdauern und fragil genug, um in wenigen Jahrzehnten zu zerbrechen. Manchmal ist der längste Fluss der Welt vor allem eines: ein Geschenk, das von ganz woanders kommt.